Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Christian Kram und sein Lieblingsthema Liberating Structures. Liberating Structures, ja, das ist so ein Set an Workshop-Methoden, so kennt man es vielleicht, aber die haben auch einen ganz besonderen Sinn und Zweck, denn sie möchten Engagement und Zusammenarbeit steigern im Team, damit jeder gehört wird. Sind sehr einfach gestaltet und gut in Workshops, Trainings und im Unternehmensalltag umzusetzen. Ich selber bin mittlerweile ein großer Fan von Liberating Structures und nutze sie im Projektalltag sehr gerne. Mit Christian habe ich darüber gesprochen, was denn das eigentlich ist, genau Liberating Structures, welche Methoden er ganz besonders wertvoll findet und natürlich für uns ganz besonders interessant, wie Tester und Qualitätsmenschen Liberating Structures für sich nutzen kann. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich sehr, dass wir das geschafft haben, weil du hast ein ganz spannendes Thema, mit dem ich schon mal so leicht Berührung hatte auch und echt froh bin, dass wir uns da mal noch ein bisschen tiefer unterhalten können. Und zwar habe ich das in einem Abstract von dir gelesen, da geht es um Liberating Structures und das so in Bezug auch auf Testthemen. Und ja? Ja, ja, ich kann kaum anhalten. Nee, ja, genau, Ja. das ist das Thema. Also ich bin sowohl von dem einen als auch von dem anderen irgendwie ganz angefixt und da war es dann irgendwann sehr naheliegend, diese Ja, beiden Themenstränge einfach mal zusammenzuführen und so zu ja, gucken, was da so passiert. ja, das finde ich super. Lass uns doch einfach mal, was heißt denn Liberating Structures? Ne? Das ist ein englisches, neudeutsches Wort. Ja, was Neues fürs Bingo. Nee, bei Liberating Structures geht es darum, dass es aus meiner Sicht ja, eine Toolbox, es ist ein Werkzeugkasten für Moderationsformen. Und bei Moderationsformen denkt man ja an einen Moderator, Facilitator, der vorne steht und irgendwie dann hier mal einen aufruft und da mal einen aufruft. Und Liberating Structures denkt dieses Prinzip ein bisschen weiter im Sinne von, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir alle involvieren? Und wie kriegen wir das hin, dass wir vielleicht auch aus allen irgendwie verdammt gute Ideen rausbekommen? Denn von einer Sache bin ich ziemlich überzeugt, nämlich, dass alle gute Ideen haben. Und manchmal ist es halt einfach unsere Meetingkultur, unsere Kommunikation, so wie wir zusammenarbeiten, dass es dann ein bisschen verhindert, dass diese guten Ideen nach oben kommen. Und da Mhm. sind Liberating Structures eine Möglichkeit, das strukturiert, daher der Name auch, anzugehen. Mhm. Das heißt, man schafft damit das, was man, ich sag mal, mit einem klassischen Workshop vielleicht nicht schafft, wo dann irgendwie, also das sitzt ja oftmals dann die Hälfte rum, sagt nichts, ne? Und wenn der Chef was sagt, gucken alle zu ihm und oder die Alpha-Tierchen oder sowas, das kann man damit quasi aushebeln. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Idee auch. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier im Podcast und reden und sowas hast du natürlich häufig, dass Leute gerne viel reden und sich auch gerne beim Reden hören und wenn wir ehrlich sind, in den meisten Fällen schalten die anderen dann irgendwann sehr, sehr schnell ab und das ist dann leider nicht so dolle. Und was du auch sagtest mit dem Chef, da gibt es ja diesen berühmten Hippo-Effekt, ne? Highest Paid Person's Opinion, dass alle sagen, oh ja, Chef, tolle Idee, Chef. Mhm. Und ja, aus der Falle wollen wir einfach rauskommen und da Mhm. helfen Liberating Structures. Mhm. Und also wie denn also welches Konzept steckt denn da so dahinter, dass man da so hinkommt? Ja, also ich kann vielleicht noch mal erzählen, wie ich darauf gekommen bin oder warum wir das auch nutzen. Also ich arbeite bei OSE, wir sind eine selbstorganisierte Firma. Also das heißt, bei uns gibt es keine Chefs, Mhm. die irgendwann am Ende auch die Entscheidung treffen. Insofern müssen wir dann irgendwann gemeinsam dahin kommen und da nutzen wir Liberating Structures bei uns intern sehr, sehr viel, einfach auch um strukturiert Sachen anzugehen, um einen Kommunikationsrahmen auch einfach zu bieten, um halt nicht erstmal eine Dreiviertelstunde um den heißen Brei herumzureden und zu klären, was wollen wir hier eigentlich, was tun wir hier eigentlich und Mhm. wir könnten ja mal, sondern um da wirklich auch sehr zielgerichtet Ideen oder Möglichkeiten zu finden und zu eröffnen. Mhm. Hast du da ein Beispiel, wie man das, was man einfach mal, damit wir das plakativ auch haben? Ja, was eine der Kernstrukturen, die es bei Liberating Structures gibt, ist ein sogenanntes One-to-For-All. Also da geht es darum,
dass man, der Name suggeriert es so ein bisschen, erstmal sich alleine Gedanken macht, eine Minute, dann 2 Minuten in Zweiergruppen sich zusammensetzt, die Gedanken zu dem Thema zusammenführt, dann zwei Zweiergruppen zu einer Vierergruppe zusammenkommen und dann in der ganzen Gruppe zusammenkommt. Das nutzen wir sehr häufig intern, wenn es darum geht, neue Sachen einzuführen oder mit bestimmten Dingen umzugehen. Also konkretes Beispiel, wir könnten sowas nutzen, mit welchen Anforderungen haben wir an neue Räumlichkeiten. Das ist etwas, was für uns beispielsweise gerade ein großes Thema ist und da haben wir das auch genutzt und sagen, hey, was sind eigentlich meine Erwartungen? Was erwarten wir von neuen Büroflächen oder ähnliches? Naja, und dann ist wirklich von jedem auch quasi ein Beitrag dabei, ne? Weil kann man aussitzen, wenn man. Genau. Also, und vor allen Dingen, es gibt ja, stammt aus einem anderen Podcast, dieser schöne Spruch, neue Ideen entstehen, wenn zwei Alte sich treffen. Und dadurch, dass wir durch dieses Format halt die Ideen zusammenbringen, entstehen da auch manchmal Sachen an, die beide vorher nicht oder alle vier vorher nicht gedacht haben. Und das ist echt cool. Ja. Und also ihr nutzt das quasi im täglichen Business auch bei euch und du hattest dann irgendwann die Idee zu sagen, hey, das kann man doch auch aufs Testen bringen, oder? Ja, und da muss ich vielleicht ein Stück weiter ausholen. Also bevor ich bei meiner jetzigen Firma war ich vorher auch, also nicht meine erste Firma, insofern war ich logischerweise bei anderen. Und da war ich als Community Lead unterwegs und da ging es halt darum, für das Thema Qualität und Testen in Gilden, Communities zu arbeiten. Und da habe ich das auch schon als Moderationsform genutzt, um Leute zusammenzubringen. Also da haben wir dann so Sachen gemacht, wie dass wir gemeinsam eine teamübergreifende Teststrategie einfach festgelegt haben. Ne? Ja. Also, klassischerweise als Testmanager hätte ich mich hingesetzt und gesagt, so da ist es, macht bitte, gib mir mal ein bisschen Feedback. Und das habe ich dann mal bewusst andersrum aufgezogen und gesagt, hey, nö, ich will das gar nicht vorgeben. Ich meine, ihr müsst hinterher damit arbeiten. Dann wäre es irgendwie ganz cool, wenn ihr da auch zusammen die Strategie festlegt. Und so ist das entstanden. Und so ist dann auch dieses Workshop-Format entstanden, mit dem ich auf einigen Konferenzen auch unterwegs war. Da sind wir jetzt ja auch zueinander gekommen über den German Testing Day, aber dass ich halt auch ab und zu mit Kunden, mit Partnern auch einsetze. Also nicht nur die aus dem Workshop, auch andere, je nachdem, welche Zielsetzungen einfach dahinter stecken. Aber ich bin von dem Baukasten sehr, sehr überzeugt. Von daher nutze ich ihn sehr gerne. Jetzt gerade im Test- und Qualitätsbereich ist es natürlich schon auch spannend, wie man sowas transferieren kann, ne? Also in die Tests. Hast du da so 2, 3 Beispiele, welche Formate du da anwendest oder in welchem konkreten Fall? Ja, vielleicht noch so ein bisschen als Background irgendwie. Früher habe ich als Tester irgendwie so alleine in meinem Raum gesessen, habe so meine Testfälle geschrieben und dann am Ende durchgeführt. Und die Zeiten sind ja irgendwie ewig vorbei. Also Pair-Testing, Ensemble-Testing, was nicht alles, das hat sich ja zum Glück durchgesetzt. Und bevor ich aber überhaupt ins Pair-Testing reingehe, vielleicht möchte ich vorher auch schon mal Testfälle erstellen oder ähnliches. Da kann ich Liberating Structures nutzen und da kann ich vielleicht erstmal beim Erstellen von Testfällen mir noch Input holen. Da gibt es dann so etwas wie Troika Consulting. Ohne da jetzt zu tief in das Format selber reingehen zu wollen, da geht es darum, wie ich mir strukturiert Feedback zu bestimmten Themen hole. Also wie kann ich als Tester vielleicht auch meine Testbasis besser durchdringen, meine Anforderungen besser verstehen und mir Feedback dazu holen zu meinem Verständnis oder neue Impulse. Und das Schöne zum Beispiel bei Troika Consulting ist, ich darf nicht mitreden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, ich muss das, was andere hinter meinem Rücken diskutieren, muss ich mir erstmal anhören. Ja. Und anhören ist für manche gar nicht so einfach, dass jemand 2 Minuten gezielt zuhören müssen. Und das finde ich sehr großartig. Da kann das helfen. Ja, super. Kannst du, also weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen da nicht sprengt, aber gerade dieses Troika Consulting, kannst du das Vorgehen da mal kurz skizzieren, wie das läuft? Ja, absolut. Also erstmal brauchen wir irgendwie eine bestimmte Leitfrage. Also es kann sowas Banales sein, wie verstehe ich User Story XY oder worauf müssen wir noch achten. Und dann ist das Setup wie folgt. Wir sind in Dreiergruppen. Der Name Troika Consulting suggeriert es ja so ein bisschen auch schon. Und in diesen Dreiergruppen stelle ich erst einmal kurz eine Minute lang mein Problem, mein Verständnis gerade vor. Dann gibt es Zeit für die anderen beiden Personen, um Klärungsfragen zu stellen. Also habe ich das richtig verstanden, dass ja, so in die Richtung. Und was dann passiert ist, als die Person, die die Frage eingebracht hat, ich drehe mich um.
Und, und dann hinter meinem Rücken werden dann die anderen beiden genau dieses Problem, diese Fragestellungen erörtern, diskutieren, eventuelle Möglichkeiten auch schon skizzieren. Und ja, da kriege ich dann sehr, sehr viele neue Impulse. Und Mhm. nach diesem timegeboxten Moment habe ich dann aber auch die Möglichkeit, danach dann gezielt Feedback zu geben. Ja, das heißt, Mhm. ich kann die anderen beiden nicht unterbrechen, so per Definition, sondern gebe ihnen später Feedback dazu. Und Mhm. so kann man in wirklich einer Viertelstunde schon mal ein sehr, sehr gutes erstes Feedback, neue Impulse bekommen. Und dafür ist es immens Mhm. wertvoll, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch noch gute Ideen auch mitbekommt oder mehr Verständnis, ne? Auch, dass man sich auch, wenn man sich rauszieht auch aus diesem Prozess, ne? Und einfach nur zuhört und die anderen mal machen lässt. Aber braucht natürlich auch Selbstdisziplin, dass man da nicht immer dann reingrätscht und sich beginnt zu rechtfertigen wahrscheinlich, ne? Oh ja, das ist immens schwierig und deswegen auch dieses Umdrehen, ne? Das macht es dann Mhm. schwieriger, sofort in das Gespräch reinzugehen und vor allen Dingen nimmt es auch so ein bisschen die nonverbale Komponente einfach in dem Moment. Das heißt, die anderen sehen gar nicht, ob ich irgendwie mit Mhm. der Stirn runzel oder so etwas und das ist, kann Ja, manchmal auch sehr, 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 sehr hilfreich sein. ja. Ja. Ja, super. Jetzt hast du uns ja natürlich ein bisschen angefixt. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr hören. Was gibt es denn noch so was für ein Tester hilfreich sein kann? Kennst du diese schöne Aussage, ich habe das System kaputt gespielt? Das Ja, hört man ja manchmal von Testern. Ne? Also ja, ich glaube da zwar nicht dran, das Einzige, was wir kaputt machen, ist die Illusion, die andere haben, dass es funktionieren könnte, aber eine sehr schön. Möglichkeit, ja, aber eine Möglichkeit, es gibt eine Liberating Structure, die nennt sich TRIS. Und bei TRIS geht es darum, dass man mal übertreibt und gedanklich übertreibt und man versucht, gedanklich Sachen einzureißen. So einer der Leitsätze auch der Liberating Structures ist, bestehende Strukturen aufzureißen und durch Vorwärtsscheitern voranzukommen. Und bei diesem Tris geht es Mhm. einfach darum, sich einfach erst einmal zu überlegen, so, was ist denn potenziell das Schlimmste, was passieren kann? Also was kann so richtig, richtig schief gehen? Ja, und Mhm. da kann man auch echt mal übertreiben. Ich habe das neulich mal mit einem Team gemacht und ich sage dann immer so aus Scherz am Anfang, ja, denkt mal so in großen Dimensionen so, was ist denn, wenn ein Vulkanausbruch ist oder irgendwie sowas? Und dann meinte Mhm. einer direkt so, ja, Vulkanausbruch nicht. Aber unser Rechenzentrum steht direkt neben dem Rhein. Da haben wir schon Ja, mal Probleme gehabt, ne? ja. Und bei Tris geht es ja darum, wirklich mal so zu gucken, was wären so die schlimmsten Sachen, die passieren könnten. Mhm. Und dann einfach mal zu gucken, hey, was davon von diesen schlimmen Sachen ist uns denn wirklich schon mal begegnet? Und Mhm. darüber kann man dann so die ersten großen Risikofaktoren einfach auch Mhm. identifizieren. Und dann hat man eine grobe Richtung, in die man gehen kann, um im Rahmen der Planung sich da hoffentlich gegen zu wappnen. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich total interessant, weil also wir propagieren ja immer als eine der Teststrategien, ja, wir wollen risikoorientiert testen oder risikobasiert, na, und das Risiko soll uns leiten. Und das ist ja häufig, sagt man das so, aber man hat überhaupt keinen Zugang dazu. Ne? Dann kommt irgendwer mit so einer Risikoanalyse ums Eck. Ne? Das sind so Tapeten von Excel-Listen, wo man auch nicht viel anfangen kann damit. Ne? Und das aber so spielerisch zu machen, ne? Das bringt mich ja relativ schnell wirklich vielleicht an den Punkt auch ran, zu sagen, ach, okay, ja, das ist vielleicht kritisch, schau ich mal an, das andere ist vielleicht gar nicht so wild, kann ich liegen lassen. Ne? Ja, ganz genau. Und bei diesen Risikoanalysen ist es häufig auch so, wenn dann da vielleicht sogar ein dedizierter Risikomanager um die Ecke kommt, der hat dann diese Excel-Tabellen, die, also schön sagtest, die Mhm. liegen da auf irgendeinem Austauschlaufwerk, da guckt dann wahrscheinlich auch seltenst einer drauf. Ja. Und vor allen Dingen, da sind dann so diese global-galaktischen Risiken drauf. Mhm. Aber so die Risiken, die ich vielleicht als Tester wahrnehme, so banale Sachen wie die Testumgebung ist instabil oder wir haben nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir testen können. Das ist vielleicht etwas, wo der Risikomanager in dem Moment gar nicht dran gedacht hat. Und Mhm. das finde ich bei den Liberating Structures insgesamt sehr, sehr toll, dass sehr, sehr viel lokale Analysen und lokale Möglichkeiten auch mit ins Spiel kommen. Und im Schwedischen gibt es das Sprichwort, derjenige, der den Schuh trägt, weiß am besten, wo er drückt. Und das finde ich sehr, sehr passend hier auch, weil diejenigen, die Ja, hinterher davon betroffen sind, die wissen meist am besten, wo wirklich noch Risiken lauern. Und die auch rauszukitzeln ja, und rauszuholen, das finde ich sehr wertvoll. ja, ja. Ja, das ist echt schön. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt im agilen
unterwegs sind oder also machen ja jetzt immer mehr und immer mehr die Teams gehen dahin, wo ja auch quasi das Zusammenwirken zu einer gemeinsamen Qualitätsinitiative da sein soll. Ne? Also nicht mehr so der klassische Tester, sondern eben auch der Entwickler, Product oder wer auch immer da wird, der UX-Designer, alle wirken mit, dass es mehr Qualität gibt. Hast du da noch so ein Format, wo man dieses Qualitätswissen mal von allen ein bisschen heben kann? Oder auch so eine gleiche Sicht drauf kriegen kann? Ja, gibt's verschiedene Ansätze. Also wenn es mir nur darum, in Anführungsstrichen nur darum geht, dass ich erstmal ein Verständnis schaffen will, dann ist etwas, was ich sehr, sehr häufig nutze, das sogenannte Impromptu Networking. Da mache ich mir zum bestimmten Thema erstmal kurz Gedanken. Das kann so etwas sein wie, was ist mein Qualitätsverständnis oder was wäre mein Verständnis, was müssen wir tun, um diese User Story vernünftig hinzubekommen oder zu testen. Und dann mache ich mir erstmal alleine Gedanken und dann ist das Impromptu Networking so ausgelegt, dass wir kleine Timeboxen von 2, 3, 4 Minuten haben, wo beispielsweise wir beide uns erstmal darüber austauschen und dann iterativ immer wieder mit einem neuen Partner das passiert. Das heißt, ich bekomme dann dein Feedback, was du darunter verstehst, ich bekomme das vom Kollegen Peter, ja, und so schaffe ich es einfach dann so ein ja, ich will nicht sagen, gemeinsames Verständnis zu schaffen, aber ich kriege zumindest verschiedene Perspektiven an der Stelle mit. Und das ist ganz, ganz hilfreich, um initial einfach auch Erwartungen und Ausgangshaltung ja, abzugleichen. Also ich nutze das zum Beispiel auch total gerne bei neuen Gruppen, die Sie überhaupt noch nicht kennen. Ne? Warum seid ihr überhaupt hier? Und das ist, da hilft es, da hilft es immens. Genau, das heißt, es ist eine Fragestellung, die dann in unterschiedlichen Pärchen immer wieder die gleiche Fragestellung einfach besprochen wird, die zwei Minuten. Oder? Exakt. Also ich habe mir ja am Anfang meine Perspektive dazu überlegt und dann wird es immer wieder in unterschiedlichen Pärchen, kommt dieser Austausch zustande und dadurch setzt sich das mehr, als wenn wir das so reihum machen. Ne? Also wenn ich mich einfach nur hinsetze und dann im Kreis gehe und sage, so, jetzt erzähl du mal, jetzt erzähl du mal, jetzt erzähl du mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der 4., 5. Person abschalte in der Gruppe, die ist relativ hoch. Und dieses Impromptu Networking, dadurch, dass ich immer im Zweiergespräch bin, habe ich dann natürlich ein ganz anderes Kommunikationsverhalten noch. Ja, super, ja. Wie gehst denn du damit um, wenn du jetzt in so ein Team kommst und so etwas machst? Ne? Da gibt es ja durchaus auch manchmal Vorbehalte. Er sagt, oh, jetzt machen wir da einen Sitzkreis. Oh Gott, ja, oder sonst was, ne? Was will denn der jetzt von uns? Hast du da so Argumente oder wie begegnest du dem? Sagst du, was machst du in dem Fall? Weil das tritt ja immer wieder, auch gerade in größeren Häusern, wo schon alt eingesessene Mitarbeiter und Mitarbeiter sind, die da so einfach auch sträuben ein bisschen dagegen. Ja, und nachher nehme ich ihnen die Stühle auch noch weg, dann müssen sie stehen. Ja, genau. Noch schlimmer. Ja, genau. Kenn ich sehr gut. Also ich habe das auch schon auf C-Level gemacht, solche Geschichten. Und inzwischen habe ich da mir ein relativ dickes Fell zugelegt und ziehe das einfach erstmal durch, weil Liberating Structures ist etwas, das muss man aus meiner Sicht nicht drüber hören und nicht lesen, sondern das muss man einfach mal erlebt haben, mitbekommen haben. Und ich stelle dann sehr, sehr schnell fest, dass ich dann Leute habe, die dann am Anfang skeptisch waren und dann doch davon überzeugt sind, dass das doch was bringen kann. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist, es muss darum gehen, dass wir ein konkretes Problem lösen. Also wenn ich so eine Methodik mache mit, wir wollen jetzt was Neues, Hippes machen, weil habe ich hier gehört, habe ich da gelesen, das bringt nicht viel. Aber wenn die Leute mitbekommen, hey, mit diesem Ansatz, da löse ich ein konkretes Problem. Also damit löse ich zum Beispiel so etwas, wie unsere Teststrategie aussehen soll. Damit löse ich das Problem, welche Hindernisse wir jetzt hier in der nächsten Testphase erwarten. Also wenn ich da wirklich ein konkretes Ziel mit bearbeite, dann merken die Leute sehr, sehr schnell, dass das zielführend ist und dass da gute Sachen bei rumkommen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Liberating Structures, sondern grundsätzlich. Also eine Methodik, um der Methodik willen auszuprobieren, bringt nichts. Ja? Das ist genauso wie exploratives Testen, bin ich großer Freund von. Aber das nur zu machen, um zu sagen, hey, ich habe es gemacht, damit ich dann auf Twitter ein bisschen rumposten kann. Nee. Das ist es halt nicht. Ne? Ja. Also ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, nämlich also das mal erlebt zu haben und vor allem dann auch daraus zu sehen, das bringt auch was. Ne? Weil also ich kenne ganz viele Häuser auch, dort gab es irgendwo Retrospektiven oder sonst was, wo dann ganz viel erzählt wurde, dann wurden ganz viele Zettelchen geschrieben.
Ja, dann hat man die und dann wurde gar nichts gemacht damit und das ist irgendwie Dings. Und dann nach dem dritten Mal sagen die Mitarbeiter dann auch, ja komm, was soll ich da eigentlich? Ne? Es ist zwar irgendwie fancy und hip, aber es kommt nichts dabei rum. Ich glaube, das ist schon essentiell. Ne? Genau, das ist ja genauso das Thema Retrospektiven. Ne? Das machen wir ja inzwischen alle. Bei vielen landet halt die Retrospektive dann als Excel-Tabelle irgendwo auf dem Laufwerk oder irgendwie als Zettel irgendwo in der Schublade und da kommt halt Mhm. nichts raus. Und das ist bei Mhm. Liberating Structures auch so. Natürlich brauche ich ein konkretes Ziel und das Schöne ist, bei vielen der Liberating Structures steht am Ende auch eine Idee, eine Richtung, die ich einschlage. Und natürlich muss ich die Mhm. weiterverfolgen. Na, wenn ich das jetzt einfach nur mache und sage, Ja. ja, nö, toll, haben wir rausgefunden, jetzt machen wir weiter wie immer, dann ist mir so oder so nicht viel geholfen. Aber Ja, das. ja, und was ich da an diesem Baukasten einfach immens gerne mag, ist, dass es da unterschiedliche Structures gibt, die unterschiedliche Ziele haben. Also es gibt welche, die das Ziel haben, Sachen offen zu legen. Es gibt aber auch welche, die das Ziel haben, irgendwie eine Strategie festzulegen. Und die kann man dann Mhm. wunderbar miteinander kombinieren. Also da spricht man da bei Liberating Structure von so einem String, ne, dass ich dann irgendwie erst was mache, um Sachen aufzudecken, dann etwas mache, um zu hinterfragen und dann irgendwie versuche daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Also es ist alles kein Mhm. Hexenwerk, Mhm. aber das sind halt bewährte Methoden, die aus meiner Sicht ganz gut ineinander greifen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, Vater, das will ich jetzt auch mal ausprobieren bei mir. Ich habe ein Thema. Wie kann man denn da anfangen? Wo findet man denn da? Gibt es da irgendwelche Informationen verfügbar dazu oder brauche ich dazu ein Buch oder wie komme ich denn daran? Also es gibt Homepages natürlich, wie zu fast allem. Also es gibt Mhm. liberatingstructures.com und liberatingstructures.de. Gerade im deutschsprachigen Raum haben sich die Kollegen von Logistikon da sehr viel drum gekümmert und da Großartiges geleistet. Da kann ich mir ähm, inzwischen sind es über 40, ich habe vorhin extra nachgeguckt, diese 40 Structures angucken, schauen, wie funktionieren die. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich da auch so ein Hilfetool, welches Problem will ich denn lösen? Und dann schlägt er mir vor, welche ich machen kann. Das ist Mhm. schon mal ganz cool. Mhm. Wer jetzt sagt, Homepages ist mir zu oldschool, es gibt auch eine Liberating Structures App für iOS und Android. Zumindest die für Android, Mhm. die ist sehr ordentlich. Die für iOS habe ich seit Jahren nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen. Und meine, ja, ja, egal, in die Diskussion wollen wir, glaube ich, jetzt nicht reingehen. We don't go there. Nee. Aber meine große Empfehlung ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt unheimlich viele User Groups. Es Ah, gibt okay. in Hamburg gibt es eine, in Frankfurt gibt es eine, in Ostwestfalen gibt es eine, es gibt The Liberators, das ist auch so eine Gruppe, die immer mal wieder mit Workshops was macht. Und das sind halt User Groups, Meetups. Meine Empfehlung ist einfach mal hingehen und mitmachen. Also da kann man Mhm. solche Structures einfach mal ausprobieren und kennenlernen, ohne dass man so im beruflichen Kontext da jetzt direkt eine Zielerreichung in irgendeiner Art und Weise machen muss. So bin ich damals vor, Mhm. Gott, wie lange ist das her? Bestimmt fast 10 Jahren, auch da gelandet, dass ich dann abends irgendwo in Hamburg bei so einem Meetup war und dann am Ende total begeistert da rausgekommen bin und doch total angefixt war. Ja, ja, Und verstehe. notfalls könnt ihr natürlich mich auch anschreiben, also das geht auch, aber mit den Homepages und den User Groups, ich glaube, da hat man einen sehr guten Anlaufpunkt. Ja, ja, super. Die User Groups findet man die auch auf der Website von Liberating Structures oder? Oh, jetzt fragst du mich was. Ich bin ganz Okay, klares, ich weiß wir es nicht. können das ja dann. Ja, okay, also ein Ja, klares, ich ja. weiß nicht, das packen wir nachher in die Shownotes rein, wo es die Infos gibt, auch deine Kontaktdaten und auch die Webseiten natürlich, dass man da auch sich gut informieren kann und dann meinen Einstieg auch findet, denke ich. Ja, klar. Ja, Christian, ich sage vielen lieben Dank für diesen Einblick in das Tool, wie wir das auch nutzen können für unsere Test- und Qualitätsthemen. Ich glaube, das ist ein spannendes Werkzeugset, mit dem man echt auch Lösungen und Strategien erarbeiten kann, Dinge aufdecken kann und jeden partizipieren lassen kann. Das ist super wertvoll, glaube ich, gerade in unseren Teamstrukturen heute. Und ja, danke dir herzlich für diesen Einblick, für das Interview Ja, sehr und gerne. wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Bis Ja, dahin. sehr schön. Ciao. Tschüss, tschüss.